Du glaubst immer noch, der Grund für den Pleitest, dass dir die Möglichkeiten fehlen, oder? Das ist die Lüge, die du dir nachsams selbst. Wenn die Simmerdig das Einzige ist, was dich anstatt, du sagst dir, die Welt sei gegen dich, die Wirtschaft ein Monster, und der Verhell nur dieser ein groß Durchbruch. Aber wir beide wissen, das ist es nicht. Die Wahrheit ist viel erbärmlicher. Du hast Angst davor, wo du werden musstest, wenn du wirklich Geld hättest. Du hast dich in deinem Mängel eingerichtet, weil der Schmerz vertraut ist. Erfolg ist ein Verantwortung, von der du nicht sicher bist, ob du sie tragen kannst. In diesem Video wirst du lernen, wie du Stein für Stein deinen eigenen Kaffee gebaut hast, wenn du fest davon überzeugt warst, den Schlüssel zu suchen. Du wachst auf, der Griff geht zum Handy, noch bevor die Augen richtig offen sind. Du scrollst, du siehst Loot, die das Leben voran, das du Einblick willst, und für einen Bruchteil einer Sekunde spürst du diesen Steckenden nicht, aber dann beruhigst du dich selbst. Du sagst dir, sie hatten Glück. Du sagst dir, sie hatten einen Vorsprung. Du sagst noch einem Grund, sie absurden, damit du dich nicht selbst ansehen musst. Du stehst auf, schleppst dich durch den Tag, tast jennig, nicht geführt zu werden, jennig, den Kopf über Wasser zu halten. Du bist beschäftigt, oh, so beschäftigt, aber wenn ich dich fragen würde, was du heute wirklich erschaffen hast, was würdest du sagen? Du schiebst nur Erdhaufen von links nach rechts und nennst es Fortschritt. Die Sonne geht unter, es wird still im Haus, und der Kreislauf beginnt von vorn. Du wartest, immer am Warten, auf ein Zeichen, auf einen besseren Markt, auf eine Version von dir selbst, die noch gar nicht existiert, die aber magisch auftocken und die hart Arbeit für dich erledigen soll. Du behandelst den Potenzial wie ein Schuld, die man juig umschulden kann, aber die Zinsen fressen dich immerhin auf. Den Tag verschwimmen nicht wegen Pech, sie verschwimmen, weil du den Leben zu einer aneinanderreihen identischer, sicherer Entscheidungen gemacht hast. Du hast den Zeller gegen den lauwarmen Komfort des nicht ganz Scheiterns eingetauscht. Der Feind ist nicht die Bank, nicht der Staat, nicht den Chef, es sind die stillen Deals, die du jeden Morgen mit dir selbst aushandelst. Du wachst auf und verhandelst mit deinem Wecker. Du verhandelst mit deinem Training. Du verhandelst mit deinen Ideen. Jedes Mal, wenn du morgens sagst, schließt du einen Vertrag ab, zu bleiben. Du kaufst dir einen weiteren Tag Bequemlichkeit mit einer Rang, die du gar nicht besitzt, deine Zukunft. Du sagst, du willst Geld. Du sagst, du willst Freiheit. Aber du hast deinen Verstand via der Realit verschlossen, was Geld eigentlich ist. Du betrachtest es als etwas, das Menschen sagt, wie ein Blitzschlag. Du begreifst nicht, dass es ein Austausch von Wort ist. Und warum solltest du auch? Wort zu bieten, musstest du wordvoll sein. Wordvoll zu sein, musstest du etwas meistern. Und etwas zu meistern, musstest du es ertragen. Ein langer Zeit wie ein Versiger auszusehen.
Aber du heilst den Gedenken nicht aus, wie ein nah dieses stehen. Du wirst lieber ein Genie, das is nie versagt hat, als ein Arbeiter, der öffentlich kieben muss. Erinnere dich an das letzte Mal, als ein echt Chance direkt vor dir lag. Du hast nicht zugegriffen. Du hast noch dem Haken gesagt. Du hast noch eine Garantie gefragt. Du wolltest wissen, ob es sicher ist, bevor du den Schritt wagst. Geld flieht nicht zu sicheren Menschen. Es flieht nicht zu Leuten, die um Erlaubnis bitten. Es flieht zu denen, die bereit sind, sich unwohl zu fühlen. Du hast dein ganzes Leben damit verbracht, ein Immunität gegen Risiken aufzubauen. Und dabei bist du immer gegen Reichtum Jordan. Dein Verstand ist ein Festing, die Intuitionen fernhalten soll. Aber sie heilt auch das Licht draugen. Zeit ist das Einzige, was du wirklich ausgibst. Und du bist ein Verschwender. Du hast jetzt ja hinter dir. Schau sie dir an. Wo sind sie hin? Sie flossen nicht in ein Unternehmen, nicht in ein Fähigkeit. Sie verschwanden im Abgrund des später. Du bist hütelter als an dem Tag, an dem du zum ersten Mal gesagt hast, du würdest eils ändern. Dein Eltern wurden älter, die Menschen, für die du sorgen wolltest. Wir backten dich, auch wenn sie nichts sagen. Sie sind die Lux zwischen dem, wo du sein wolltest, und dem, wo du bist. Und das erschreckendst, du beginnst, dich darin zu gewöhnen. Du beginnst in die Haut eines Menschen zu schlüpfen, der es eben nicht ganz geschafft hat. Der Druck kommt nicht von mir, kommt von der Ohren deiner Wand. Es ist das Gegusch von Chirren, dein Flirren Saschligen, die du nie betreten hast. Jeden Tag, an dem du gleich bleibst, steht der Preis für die Wilderung. Die Gewohnheiten graben sich tiefer ein. Die Angst wird schwerer. Du denkst, du wartest auf den richtigen Zeitpunkt. Aber der richtige Zeitpunkt war vor 5 Jahren. Der zweitbeste Zeitpunkt ist genau jetzt. Bevor die still ingültig wird. Das hier ist kein Spiel. Das ist deine einzige Existenz. Und du behandelst sie wie ein Generalbrot für ein Stock, das niemals primär feiern wird. Auf, noch einem Ausweg zu suchen, anfangen, noch einem Einweg zu suchen. Geld ist keine Belohnung davor, ein guter Mensch zu sein. Es ist ein Werkzeug für diejenigen, die watchgenig sind, es zu benutzen. Du bist schlafgewandelt, hast von Goldbeginn geträumt, wenn du nicht einmal ein Schaufel halten kannst. Die Welt schuldet dir keinen Cent. Deine Absichten sind dir egal. Sie kümmert sich nur darum, was du tust. Der Verstand, den du jetzt hast, ist genau der dich dahin gebracht hat, wo du heute stehst. Wenn du woanders hin willst, muss dieser Verstand sterben. Du musst die Version von dir die Ausreden liebt. Du musst offern, die Person zu sein, die Trost im Opfersein findet. Es ist ein gewaltsamer Prozess. Es ist ein einsamer Prozess, aber die Alternative ist, den Rest deines Lebens damit zu verbringen, dich zu fragen, was für ein Mann oder was für eine Frau du hättest sein können. Wenn du nicht solche Angst wie deine eigenen Macht gehabt hättest. Du brauchst nicht mehr Informationen. Du brauchst nicht mehr Inspiration. Du musst in den Spiegel schauen und begreifen, dass die Person, die dich dort anstarrt,
Die einzigst, die dir im Weg steht. Du bist der Architekt deiner eigenen Arbeit. Und jetzt, schau auf die Hand. Sie sind leer. Das müssen sie nicht bleiben. Aber sie würden es, wenn du nicht anderst, wie du die Welt siehst. Das Geld ist dort draugen. Es bewegt sich, es flieht. Es wechselt jede Sekunde den Besitzer. Es mietet dich nur, weil du einen Ort geschaffen hast, und den Reichtum nicht überleben kann. Du hast deinen Verstand zu einem Friedhof für Ambitionen gemacht. Entweder gurgst du sie wieder aus, oder du gönnst dich an den Dreck. Es war nie die Entscheidung zwischen Glück und Pech. Es war immer die Entscheidung zwischen Wahrheit und Bequemlichkeit. Du hast dich langsinnig für die Bequemlichkeit entschieden. Es ist Zeit zu sehen, ob du den Morgen für die Wahrheit hast. Sei derjenige, der entscheidet. Wenn das zu den Teilen in dir gesprochen hat, die du normalerweise versteckst, solltest du wie erleicht bleiben. Aber wenn du genig davon hast, dich selbst zu belegen, möchtest du, dass es die spezifischen Gewohnheiten würdig, die den Verstand für Reichtum verschleiern, oder sollen wir besprechen, wie man den Teufelskreis des Wartens auf den richtigen Moment durchbricht.